In den staubigen Archiven einer vergessenen Bibliothek in Alexandria soll es einst ein Buch gegeben haben, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ein Buch, dessen Worte so mächtig waren, dass sie nur wenigen Eingeweihten zugänglich gemacht wurden. Die alten Ägypter nannten es das Buch des Tod, benannt nach dem Gott der Weisheit, der Schrift, der Magie. Doch das Buch verschwand. Manche sagen, es wurde verbrannt. Andere sagen, es wurde versteckt. Wieder andere behaupten, es wurde nie zerstört, sondern nur verschlüsselt und weitergegeben. Von Generation zu Generation, von Meister zu Schüler, im Verborgenen. Jahrhunderte später, im frühen 20. Jahrhundert, tauchte ein Text auf, der behauptete, dieses alte Wissen zu tragen. Sein Name das Kybalion. Ein kleines Buch, anonym veröffentlicht, von 3 mysteriösen Autoren, die sich nur die 3 Eingeweihten nannten. In diesem Buch wurden 7 universelle Prinzipien beschrieben. 7 Gesetze, die angeblich das gesamte Universum regieren, nicht nur die physische Welt, sondern auch die geistige, die emotionale, die spirituelle. Diese 7 Prinzipien, so wird behauptet, sind der Schlüssel zu allem. Zum Verständnis der Welt, zum Verständnis deiner selbst, zum Verständnis des Göttlichen. Doch warum wurden diese Prinzipien geheim gehalten? Warum wurden sie verschlüsselt? Warum wurden sie nur Eingeweihten gelehrt? Weil sie Macht verleihen. Nicht die Macht über andere, sondern die Macht über dich selbst. Die Macht, deine Realität zu verstehen, zu formen, zu transformieren. Und diese Macht war gefährlich für die Herrschenden, für die Autoritäten, für alle, die Menschen kontrollieren wollten. Ein Mensch, der diese Prinzipien versteht, kann nicht mehr manipuliert werden. Er durchschaut die Mechanismen der Welt, er erkennt die Muster, er sieht die Wahrheit hinter den Illusionen. Deshalb wurde dieses Wissen geschützt, verborgen, verschlüsselt. Doch heute ist die Zeit gekommen, dass dieses Wissen wieder zugänglich wird, nicht als elitäres Geheimnis, sondern als universelles Erbe der Menschheit. Die 7 hermetischen Prinzipien sind nicht nur alte Philosophie. Sie sind zeitlose Wahrheiten, die heute genauso gültig sind wie vor Tausenden von Jahren. Sie erklären, warum dein Leben so ist, wie es ist. Sie zeigen dir, wie du es ändern kannst. Sie offenbaren dir die Gesetze, nach denen das Universum funktioniert. Das erste Prinzip ist das Prinzip des Mentalismus. Das All ist Geist. Das Universum ist mental. Diese Aussage klingt abstrakt. Doch sie ist revolutionär. Sie besagt, dass alles, was existiert, aus Geist besteht. Aus Bewusstsein, aus Gedanken. Die materielle Welt, die du siehst, fühlst, berührst, ist nicht die Grundlage der Realität. Sie ist eine Projektion, eine Manifestation, eine Verdichtung von Geist. Stell dir vor, das Universum ist wie ein riesiger Traum. Und in diesem Traum träumt eine unendliche Intelligenz, ein universelles Bewusstsein, alles was ist. Die Sterne, die Planeten, die Bäume, die Tiere, die Menschen. Alles ist ein Gedanke in diesem kosmischen Geist. Diese Vorstellung ist nicht neu. Schon die alten Veden lehrten, Brahman ist alles. Alles ist Brahman. Die Buddhisten sagen, alles ist Geist. Die christlichen Mystiker sagten, in Gott leben, weben und sind wir. Doch was bedeutet das für dich? Ganz praktisch in deinem Alltag. Es bedeutet, dass deine Gedanken nicht nur in deinem Kopf sind. Sie sind kreativ. Sie formen deine Realität. Nicht im magischen Sinne, dass du dir etwas wünschst und es erscheint, sondern im Sinne, dass deine Gedanken deine Wahrnehmung formen, deine Interpretationen formen, deine Handlungen formen. Und dadurch formen sie deine Erfahrung der Welt. 2 Menschen können die gleiche Situation erleben und völlig unterschiedliche Erfahrungen machen.
Warum? Weil ihre Gedanken unterschiedlich sind. Der eine denkt, das ist eine Katastrophe. Der andere denkt, das ist eine Chance. Und diese Gedanken formen ihre Emotionen, ihre Handlungen, ihre Resultate. Das ist die Macht des Mentalismus. Du bist nicht Opfer der Umstände, du bist Schöpfer deiner Erfahrung. Nicht vollständig, nicht absolut, denn du lebst in einer gemeinsamen Realität mit anderen. Doch innerhalb dieser Realität hast du enorme Gestaltungsmacht. Die Macht zu wählen, wie du etwas siehst. Die Macht zu wählen, was etwas für dich bedeutet. Die Macht zu wählen, wie du reagierst. Die Quantenphysik hat in den letzten Jahrzehnten entdeckt, was die Hermetiker schon vor Jahrtausenden wussten. Der Beobachter beeinflusst das Beobachtete. Das Bewusstsein spielt eine Rolle in der Formung der Realität. Nicht im esoterischen Sinne, sondern im wissenschaftlichen Sinne. Die Experimente zeigen, Materie verhält sich anders, wenn sie beobachtet wird. Das Teilchen sind gleichzeitig Wellen und Teilchen, je nachdem, wie du sie betrachtest. Die Realität ist nicht fest, nicht gegeben, nicht objektiv. Sie ist fluid, dynamisch, abhängig vom Bewusstsein. Das Prinzip des Mentalismus lehrt dich, sei dir bewusst, was du denkst, denn deine Gedanken formen deine Welt. Nicht sofort, nicht magisch, aber stetig, mächtig, unaufhaltsam. Wenn du den ganzen Tag denkst, ich bin nicht genug, ich schaffe das nicht, die Welt ist gegen mich, dann wirst du genau diese Realität erfahren. Nicht weil das Universum dich bestraft, sondern weil deine Gedanken deine Wahrnehmung filtern, deine Chancen übersehen lassen, deine Handlungen sabotieren. Doch wenn du bewusst wählst, anders zu denken, wenn du sagst, ich bin genug, ich lerne, das Leben unterstützt mich, dann öffnest du dich für andere Möglichkeiten. Dann siehst du Chancen, die vorher unsichtbar waren. Dann handelst du anders. Und dadurch ändern sich deine Resultate. Das ist keine positive Denke, das ist Angewandtalismus. Das ist die Nutzung des ersten hermetischen Prinzips. Das ist die Nutzung des ersten hermetischen Prinzips. Doch Mentalismus bedeutet auch, du bist nicht deine Gedanken. Du bist das Bewusstsein, das die Gedanken beobachtet. Das ist ein subtiler, aber entscheidender Unterschied. Wenn du glaubst, du bist deine Gedanken, dann bist du ihr Gefangener. Jeder Gedanke, der auftaucht, kontrolliert dich. Doch wenn du erkennst, dass du das Bewusstsein bist, das Gedanken wahrnimmt, dann hast du Freiheit. Dann kannst du wählen, welchen Gedanken du Aufmerksamkeit gibst und welchen nicht. Dann kannst du einen negativen Gedanken beobachten und sagen, interessant, dieser Gedanke ist aufgetaucht. Doch ich muss ihm nicht glauben. Ich muss ihm nicht folgen. Das ist die Praxis der Achtsamkeit, die heute so populär ist. Doch diese Praxis ist nicht neu. Sie ist hermetisch. Sie ist die Anwendung des Prinzips, des Mentalismus. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Entsprechung. Wie oben so unten, wie unten so oben, wie innen so aus, wie außen so innen. Dieses Prinzip besagt, dass es eine Korrespondenz gibt zwischen den verschiedenen Ebenen der Realität, zwischen der physischen Welt und der geistigen Welt, zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos, zwischen deinem Inneren und deinem Äußeren. Was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen. Was im Kleinen geschieht, spiegelt das Große wider. Die Struktur eines Atoms ähnelt der Struktur eines Sonnensystems.
Die Muster in einer Schneeflocke ähneln den Mustern in einer Galaxie. Die Gesetze, die das Universum regieren, sind dieselben Gesetze, die deinen Geist regieren. Dieses Prinzip ist ein Schlüssel zum Verständnis. Wenn du verstehen willst, wie das Universum funktioniert, schau auf dich selbst. Wenn du verstehen willst, wie dein Geist funktioniert, schau auf das Universum. Es gibt keine Trennung. Alles ist verbunden, alles korrespondiert, alles spiegelt sich wider. In der Alchemie wurde dieses Prinzip bildlich dargestellt. Ein Mensch steht zwischen Himmel und Erde. Eine Hand zeigt nach oben, die andere nach unten. Wie oben, so unten. Der Mensch ist die Brücke, der Vermittler, der Punkt, an dem sich Himmel und Erde treffen. Doch was bedeutet das praktisch? Es bedeutet, dass deine äußere Welt ein Spiegel deiner inneren Welt ist. Nicht absolut, nicht 1:1, aber als Tendenz, als Muster. Wenn in deinem Inneren Chaos herrscht, wird sich das in deinem Äußeren widerspiegeln. Chaotische Beziehungen, chaotische Finanzen, chaotische Umgebung. Wenn in deinem Inneren Frieden herrscht, wird sich das in deinem Äußeren widerspiegeln. Harmonische Beziehungen, fließende Finanzen, ordentliche Umgebung. Das heißt nicht, dass du schuld bist an allem, was dir passiert. Das heißt nicht, dass äußere Umstände keine Rolle spielen. Doch es heißt, dass es eine Wechselwirkung gibt, dass das Äußere das Innere spiegelt und umgekehrt. Carl Gustav Jung nannte dieses Phänomen Synchronizität. Er erkannte, dass es keine rein zufälligen Ereignisse gibt, dass äußere Ereignisse oft innere Zustände widerspiegeln, dass das Universum eine Art Sprache spricht, eine symbolische Sprache, die du lesen kannst, wenn du aufmerksam bist. Wenn du immer wieder dieselben Probleme in Beziehungen hast, ist das kein Zufall. Es ist eine Entsprechung. Etwas in dir, ein Muster, eine Überzeugung, eine Wunde zieht diese Situationen an oder erschafft sie. Wenn du immer wieder finanzielle Probleme hast, ist das es ist eine Entsprechung. Etwas in deinem Verhältnis zu Geld, zu Wert, zu Selbstwert manifestiert sich im Außen. Das Prinzip der Entsprechung lehrt dich, schau nicht nur nach außen, schau auch nach innen. Wenn du etwas im Außen ändern willst, beginne im Innen. Ändere deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Muster, und das Äußere wird folgen. Nicht magisch, nicht sofort, aber sicher. Doch dieses Prinzip funktioniert auch umgekehrt. Wenn du etwas im Außen änderst, ändert sich auch dein Inneres. Wenn du deine Umgebung aufräumst, wird auch dein Geist klarer. Wenn du deinen Körper bewegst, bewegt sich auch deine Energie. Wenn du deine Beziehungen klärst, klärt sich auch dein Herz. Es ist eine Wechselwirkung, ein ständiges Spiel zwischen Innen und Außen, zwischen oben und. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Schwingung. Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Dieses Prinzip besagt, dass es im Universum keine absolute Stille gibt, keine absolute Ruhe. Alles ist in Bewegung, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Die moderne Physik hat das bestätigt. Alles, was fest erscheint, ist in Wirklichkeit Schwingung. Ein Tisch, der so fest aussieht, besteht aus Atomen, die schwingen. Diese Atome bestehen aus Teilchen, die schwingen. Diese Teilchen sind in Wirklichkeit Wellen, die schwingen. Es gibt keine feste Materie, es gibt nur Schwingung, nur Energie, nur Bewegung. Doch die Hermetiker wussten das schon lange vor der Physik. Sie lehrten, dass alles Schwingung ist, dass alles eine bestimmte Frequenz hat und dass der Unterschied zwischen Materie und Geist, zwischen dem Groben und dem Feinen nur ein Unterschied in der Schwingungsfrequenz ist. Materie schwingt langsam, Geist schwingt schnell. Dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen. Emotionen schwingen in einer bestimmten Frequenz, Gedanken schwingen in einer höheren Frequenz. Bewusstsein schwingt in einer noch höheren Frequenz, und das Göttliche, das All, schwingt in der höchsten Frequenz, so hoch, dass es für uns wie Stille erscheint.
Doch was bedeutet das für dich? Es bedeutet, dass du eine Schwingung bist. Nicht nur, dass du eine Schwingung hast, sondern dass du eine Schwingung bist. Dein Körper schwingt, deine Emotionen schwingen, deine Gedanken schwingen, dein gesamtes Sein ist Schwingung. Und diese Schwingung sendet Signale aus. Sie zieht andere Schwingungen an, die ähnlich sind. Das ist das Gesetz der Resonanz. Gleich zieht gleich an. Wenn du in einer niedrigen Schwingung bist, in Angst, in Wut, in Verzweiflung, dann ziehst du Situationen und Menschen an, die diese Schwingung widerspiegeln. Nicht als Strafe, sondern als Resonanz. Wenn du in einer hohen Schwingung bist, in Freude, in Liebe, in Dankbarkeit, dann ziehst du Situationen und Menschen an, die diese Schwingung widerspiegeln. Das klingt esoterisch, doch es ist physikalisch. Resonanz ist ein wissenschaftliches Prinzip. Zwei Stimmgabeln, die auf die gleiche Frequenz gestimmt sind, werden in Resonanz gehen. Wenn du eine anschlägst, wird die andere mitschwingen, ohne dass du sie berührst. So funktioniert es auch im Leben. Deine Schwingung ist deine Stimmgabel und das Leben bringt dir Erfahrungen, die mit dieser Schwingung resonieren. Doch hier ist die gute Nachricht. Du kannst deine Schwingung ändern. Du bist nicht festgelegt auf eine bestimmte Frequenz. Du kannst bewusst wählen, in welcher Schwingung du sein willst. Indem du deine Gedanken wählst. Indem du deine Emotionen kultivierst. Indem du deine Umgebung gestaltest. Indem du Musik hörst, die dich hebt. Indem du in der Natur bist, die dich erdet. Indem du mit Menschen zusammen bist, die dich inspirieren. Jede dieser Handlungen ändert deine Schwingung. Und wenn sich deine Schwingung ändert, ändert sich, was du anziehst. Das ist keine Magie. Das ist Physik. Das ist das Prinzip der Schwingung in Aktion. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Polarität. Alles ist zweifach, alles hat Pole, alles hat sein Paar von Gegensätzen. Gleich und ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, nur unterschiedlich im Grad. Dieses Prinzip besagt, dass alles, was existiert, zwei Pole hat. Heiß und kalt sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern zwei Pole derselben Dings. Temperatur und Hass sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern zwei Pole derselben Dings. Emotion, Licht und Dunkelheit sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern zwei Pole derselben Dings. Licht, der Unterschied liegt nur im Grad, in der Intensität, in der Position auf dem Spektrum. Diese Erkenntnis ist revolutionär. Denn sie zeigt dir, dass Gegensätze nicht getrennt sind, nicht in Konflikt stehen müssen, sondern verbunden sind, Teil derselben Ganzen sind. Wenn du das verstehst, kannst du aufhören, gegen Dinge zu kämpfen, gegen die Dunkelheit in dir, gegen die negativen Emotionen, gegen die schwierigen Situationen. Stattdessen kannst du erkennen, diese Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Ich muss sie nicht bekämpfen. Ich muss nur mehr Licht bringen. Diese negative Emotion ist nur das niedrige Ende des Spektrums. Ich muss sie nicht unterdrücken, ich muss nur die Frequenz erhöhen, mich zum anderen Pol bewegen. Diese schwierige Situation ist nur eine Herausforderung. Ich muss sie nicht vermeiden, ich muss nur wachsen, lernen, mich transformieren. Das Prinzip der Polarität lehrt dich auch etwas über Transformation. Wie verwandelst du etwas Negatives in etwas Positives? Nicht indem du es zerstörst, sondern indem du es verschiebst, auf dem Polspektrum. Von einem Extrem zum anderen. Die Alchemisten nannten das Transmutation. Die Verwandlung von Blei in Gold. Nicht im physischen Sinne, sondern im spirituellen. Die Verwandlung von niederen Emotionen in höhere. Von Angst in Mut. Von Hass in Liebe. Von Gier in Großzügigkeit. Wie macht man das? Indem man erkennt, dass es derselbe Pol ist. Angst und Mut sind beide auf dem Pol der Emotion gegenüber Gefahr, nur an verschiedenen Enden. Wenn du Angst fühlst, musst du nicht gegen sie kämpfen. Du musst nur die Perspektive ändern, die Interpretation ändern, die Energie verschieben.
Angst ist eingefrorene Energie. Mut ist dieselbe Energie, nur fließend. Hass ist blockierte Liebe. Wenn du Hass fühlst, frage dich, was habe ich geliebt, das verletzt wurde? Und dann heile die Verletzung, öffne die Blockade, lass die Liebe wieder fließen. Gier ist fehlgeleitete Großzügigkeit. Du willst mehr, weil du glaubst, es gibt nicht genug. Doch wenn du erkennst, dass es Fülle gibt, dass das Universum großzügig ist, dann kannst du loslassen, teilen, geben. Das ist die Macht der Polarität. Du kannst auf dem Spektrum gleiten, von einem Pol zum anderen. Du bist nicht festgelegt. Du bist nicht Opfer deiner Emotionen. Du bist Meister deiner Energie. Das 5. Prinzip ist das Prinzip des Rhythmus. Alles fließt aus und ein. Alles hat seine Gezeiten. Alles steigt und fällt. Der Pendelschlag zeigt sich in allem. Das Maß des Schwungs nach rechts ist das Maß des Schwungs nach links. Der Rhythmus gleicht aus. Dieses Prinzip besagt, dass es im Universum einen natürlichen Rhythmus gibt, einen Zyklus von Ausdehnung und Kontraktion, von Einatmen und Ausatmen, von Tag und Nacht, von Sommer und Winter. Alles bewegt sich in Wellen, in Zyklen, in Rhythmen. Du siehst es überall. Die Jahreszeiten folgen einem Rhythmus. Die Gezeiten des Meeres folgen einem Rhythmus. Dein Atem folgt einem Rhythmus. Dein Herzschlag folgt einem Rhythmus. Doch auch dein Leben folgt einem Rhythmus. Es gibt Zeiten der Expansion, wo alles wächst, blüht, sich entfaltet. Und es gibt Zeiten der Kontraktion, wo alles sich zurückzieht, ruht, regeneriert. Es gibt Zeiten der Freude, der Erfolge, der Fülle. Und es gibt Zeiten der Trauer, der Herausforderungen, der Leere. Das Problem ist, dass die meisten Menschen gegen diesen Rhythmus kämpfen. Sie wollen, dass es immer Sommer ist, immer Expansion, immer Wachstum. Sie haben Angst vor dem Winter, vor der Kontraktion, vor der Leere. Doch der Winter ist nicht der Feind. Er ist notwendig. Er ist die Zeit, in der die Erde ruht, sich regeneriert, sich vorbereitet für den nächsten Frühling. Ohne Winter gäbe es keinen Frühling. Ohne Kontraktion gäbe es keine Expansion. Das Prinzip des Rhythmus lehrt dich. Akzeptiere die Zyklen, kämpfe nicht gegen sie. Wenn du in einer Phase der Kontraktion bist, wenn nichts vorwärts geht, wenn du dich leer fühlst, dann wisse, das ist normal, das ist Teil des Rhythmus. Nutze diese Zeit, um zu ruhen, zu reflektieren, dich zu sammeln. Denn bald kommt der Pendelschlag zurück. Bald kommt die Expansion wieder, bald kommt der Frühling. Doch es gibt noch einen tieferen Aspekt dieses Prinzips. Die Hermetiker lehrten, dass du zwar den Rhythmus nicht stoppen kannst, aber du kannst lernen, dich über ihn zu erheben. Du kannst lernen, nicht mit dem Pendel zu schwingen, sondern im Zentrum zu bleiben, im Auge des Sturms. Wie? Durch Bewusstheit. Durch die Fähigkeit, dich selbst zu beobachten. Wenn du merkst, dass das Pendel in eine Richtung schwingt, kannst du bewusst im Zentrum bleiben. Du lässt die äußeren Umstände schwingen, doch dein innerer Kern bleibt stabil. Das ist die Meisterschaft über den Rhythmus. Nicht das Stoppen des Rhythmus, sondern das Transzendieren des Rhythmus. Das erfordert Übung, Geduld, Bewusstheit. Doch es ist möglich. Und wenn du es beherrschst, bist du nicht mehr Spielball der Umstände, nicht mehr Opfer der Wellen, sondern ruhender Pol in der Mitte. Das 6. Prinzip ist das Prinzip von Ursache und jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur ein Name für ein unbekanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Kausalität. Doch nichts entgeht dem Gesetz. Dieses Prinzip besagt, dass nichts zufällig geschieht, dass alles, was passiert, eine Ursache hat und dass alles, was du tust, eine Wirkung hat. Das klingt offensichtlich, doch die meisten Menschen leben, als ob es nicht wahr wäre. Sie sehen sich als Opfer zufälliger Ereignisse. Sie sagen, das ist mir passiert.
Ich hatte Pech, das Leben ist gegen mich. Doch das Prinzip von Ursache und Wirkung sagt, nein, nichts ist zufällig. Alles hat eine Ursache, und oft bist du selbst Teil dieser Ursache. Nicht als Schuld, nicht als Vorwurf, sondern als Tatsache. Deine Gedanken haben Konsequenzen. Deine Worte haben Konsequenzen. Deine Handlungen haben Konsequenzen. Wenn du jahrelang negativ denkst, wird das Konsequenzen haben. Nicht als Bestrafung, sondern als natürliches Ergebnis. Negative Gedanken formen negative Emotionen formen negative Handlungen formen negative Resultate. Das ist Ursache und Wirkung. Doch hier ist die gute Nachricht. Wenn du die Ursache änderst, änderst du die Wirkung. Wenn du beginnst, anders zu denken, wirst du anders fühlen. Wenn du anders fühlst, wirst du anders handeln. Wenn du anders handelst, wirst du andere Resultate erzielen. Das ist die Macht von Ursache und Wirkung. Du bist nicht Opfer, du bist Ursache. Nicht die einzige Ursache, nicht die absolute Ursache, aber eine wesentliche Ursache in der Kette von Ereignissen, die dein Leben formen. Die östlichen Traditionen nennen dieses Prinzip Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung auf spiritueller Ebene. Was du säst, wirst du ernten. Nicht als Strafe, nicht als Belohnung, sondern als natürliches Gesetz. Wenn du Gutes tust, kommt Gutes zurück. Wenn du Schlechtes tust, kommt Schlechtes zurück. Nicht immer sofort, nicht immer offensichtlich, aber über Zeit, über Zyklen, über Leben. Doch Karma ist nicht Schicksal. Karma ist nicht festgelegt. Du kannst dein Karma ändern, indem du die Ursachen änderst, indem du heute anders handelst als gestern, indem du heute anders denkst als gestern, indem du heute anders bist als gestern. Das ist die Freiheit innerhalb des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Das Gesetz ist unveränderlich, doch du kannst wählen, welche Ursachen du setzt. Das 7. und letzte Prinzip ist das Prinzip des Geschlechts. Geschlecht ist in allem. Alles hat sein männliches und sein weibliches Prinzip. Geschlecht manifestiert sich auf allen Ebenen. Dieses Prinzip spricht nicht von biologischem Geschlecht, sondern von energetischen Prinzipien, dem männlichen Prinzip Yang und dem weiblichen Prinzip Yin. Das männliche Prinzip ist aktiv gebend, durchdringend. Es ist das Feuer, die Luft, die Bewegung nach außen. Das weibliche Prinzip ist passiv, empfangend, nährend. Es ist das Wasser, die Erde, die Bewegung nach innen. Alles im Universum enthält beide Prinzipien. Die Sonne ist männlich, der Mond ist weiblich. Der Tag ist männlich, die Nacht ist weiblich. Der Geist ist männlich, die Materie ist weiblich. Doch nichts ist rein männlich oder rein weiblich. Alles ist eine Mischung, ein Tanz, eine Balance zwischen beiden. Auch du trägst beide Prinzipien in dir, unabhängig von deinem biologischen Geschlecht. Du hast eine männliche Seite und eine weibliche Seite, eine aktive Seite und eine empfangende Seite, eine gebende Seite und eine nährende Seite. Und das Ziel ist nicht, eins der beiden zu unterdrücken, sondern beide zu integrieren, beide zu ehren, beide in Balance zu bringen. Unsere moderne Gesellschaft ist aus der Balance, sie überbewertet das männliche Prinzip, Aktion, Leistung, Erfolg, und sie unterbewertet das weibliche Prinzip, Ruhe, Empfangen, Sein. Es führt zu Erschöpfung, zu Burnout, zu innerer Leere. Denn ohne das weibliche Prinzip gibt es keine Regeneration, keine Nahrung, keine Erfüllung. Du kannst nicht nur geben, du musst auch empfangen. Du kannst nicht nur aktiv sein, du musst auch ruhen. Du kannst nicht nur nach außen gehen, du musst auch nach innen kehren. Das Prinzip des Geschlechts lehrt dich. Integriere beide Seiten. Ehre dein männliches Prinzip, indem du handelst.
erschaffst, vorangeht. Ehre dein weibliches Prinzip, indem du empfängst, fühlst, dich hingebst. Nur in der Balance findest du Ganzheit. Nur in der Integration findest du Erfüllung. Nur in der Harmonie findest du Frieden. Diese 7 Prinzipien sind nicht getrennt voneinander. Sie wirken zusammen, sie durchdringen sich, sie bilden ein Ganzes. Wenn du eins verstehst, verstehst du besser die anderen. Wenn du eins anwendest, wendest du automatisch auch die anderen an. Doch nun stellt sich die Frage, wie wendest du diese Prinzipien praktisch an? Wie integrierst du sie in dein tägliches Leben? Beginnen wir mit dem Mentalismus. Die tägliche Praxis des Mentalismus ist die bewusste Wahl deiner Gedanken. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, bevor du dein Handy checkst, bevor du in den Tag stürzt, nimm dir 3 Minuten Zeit. Setze dich hin, atme tief und frage dich, welche Gedanken will ich heute nähren? Welche Realität will ich heute erschaffen? Nicht durch Wunschdenken, sondern durch bewusste Ausrichtung. Wähle einen Gedanken, der dich stärkt. Ein Gedanke wie, ich bin fähig, oder das Leben unterstützt mich, oder ich lehre und wachse. Wiederhole diesen Gedanken innerlich, mehrmals, mit Gefühl. Lass ihn nicht nur in deinem Kopf sein, sondern spüre ihn in deinem Körper, in deinem Herzen. Dann gehe in den Tag mit dieser mentalen Ausrichtung. Und wann immer du merkst, dass negative Gedanken auftauchen, halte inne. Beobachte den Gedanken. Sage zu dir selbst, das ist nur ein Gedanke. Ich muss ihm nicht glauben. Ich muss ihm nicht folgen. Und dann wähle bewusst einen anderen Gedanken. Das ist nicht Verdrängung, das ist nicht positives Denken ohne Realitätsbezug. Das ist die bewusste Nutzung deiner mentalen Macht. Du erkennst an, dass Gedanken auftauchen, doch du entscheidest, welchen du Energie gibst. Nach 30 Tagen dieser Praxis wirst du merken, deine Gedankenmuster ändern sich. Du wirst weniger automatisch reagieren, mehr bewusst wählen. Und damit ändern sich deine Gefühle, deine Handlungen, deine Erfahrungen. Das ist angewandter Mentalismus. Die Praxis der Entsprechung ist die bewusste Beobachtung der Spiegel in deinem Leben. Jeden Abend, bevor du schlafen gehst, nimm ein Notizbuch. Schreibe, was ist heute im Außen passiert, das mich bewegt hat. Beschreibe die Situation neutral, ohne Bewertung. Dann frage dich, was spiegelt diese Situation in meinem Inneren? Welches Muster, welche Überzeugung, welche Wunde? Zum Beispiel, du hattest einen Konflikt mit einem Kollegen, im Außen war es ein Streit über eine Aufgabe, doch was spiegelt das im Inneren? Vielleicht das Gefühl, nicht gesehen zu werden, vielleicht die Angst, nicht gut genug zu sein, vielleicht die alte Wunde, ignoriert zu werden. Wenn du diese Entsprechung erkennst, hast du einen Schlüssel. Jetzt kannst du an der Wurzel arbeiten, nicht nur an den Symptomen. Jetzt kannst du die innere Überzeugung heilen. Und damit wird sich auch das äußere Muster ändern. Diese Praxis erfordert Ehrlichkeit. Es ist leicht zu sagen, der andere ist schuld. Es ist schwer zu sagen, was in mir hat diese Situation mit erschaffen. Doch nur diese Ehrlichkeit bringt Transformation, nicht als Selbstvorwurf, sondern als Selbstverantwortung. Die Praxis der Schwingung ist die bewusste Erhöhung deiner Frequenz. Das kannst du auf verschiedene Weisen tun. Durch Bewegung. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, bewege deinen Körper. Tanze, laufe, springe. Bewegung erhöht die Schwingung sofort. Durch Musik, höre Musik, die dich hebt, die dich inspiriert, die dich öffnet. Musik ist Schwingung in reiner Form. Sie kann deine Frequenz in Sekunden ändern. Durch Natur. Gehe hinaus. Berühre einen Baum. Stehe barfuß auf der Erde. Die Natur hat eine hohe, harmonische Schwingung. Sie gleicht dich aus, sie hebt dich an. Durch Dankbarkeit. Schreibe jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Dankbarkeit ist eine der höchsten Schwingungen. Sie öffnet dein Herz, sie weitet deine Wahrnehmung. Sie verbindet dich mit dem Fluss des Lebens.
Doch die wichtigste Praxis ist die Beobachtung deiner Schwingung. Frage dich mehrmals am Tag, in welcher Schwingung bin ich gerade? Fühle ich mich leicht oder schwer? Offen oder geschlossen? Fröhlich oder niedergeschlagen? Diese Frage bringt Bewusstheit. Und Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn du merkst, dass deine Schwingung niedrig ist, urteile nicht. Sage nicht, ich sollte nicht so fühlen. Sage einfach, okay, ich bin gerade in einer niedrigen Schwingung. Was kann ich tun, um sie zu erhöhen? Und dann wähle eine der oben genannten Praktiken. Das ist keine Unterdrückung. Das ist aktive Gestaltung deiner Energie. Die Praxis der Polarität ist die bewusste Verschiebung auf dem Spektrum. Wenn du eine negative Emotion fühlst, frage dich, wo auf dem Pol bin ich gerade? Und wo will ich hin? Zum Beispiel, du fühlst Angst. Angst ist am einen Ende des Pols. Am anderen Ende ist Mut. Doch du kannst nicht direkt von Angst zu Mut springen. Das wäre zu weit. Also gehst du in kleinen Schritten. Von Angst zu Besorgnis. Von Besorgnis zu Unsicherheit, von Unsicherheit zu Offenheit, von Offenheit zu Bereitschaft, von Bereitschaft zu Mut. Jeder Schritt ist eine kleine Verschiebung. Jede Verschiebung ist machbar. Und Schritt für Schritt bewegst du dich den Pol entlang von einem Extrem zum anderen. Wie machst du diese Verschiebung? Durch Fragen. Wenn du Angst fühlst, frage nicht, warum habe ich Angst? Das vertieft die Angst. Frage stattdessen, was wäre, wenn diese Situation eine Chance wäre? Was wäre, wenn ich das schaffen könnte? Was wäre, wenn ich daraus lernen würde? Diese Fragen verschieben deine Perspektive. Sie öffnen neue Möglichkeiten. Sie bewegen dich den Pol entlang, weg von der Angst, hin zum Mut. Das ist die Praxis der Polarität. Nicht die Unterdrückung der negativen Emotionen, sondern die Transformation durch bewusste Verschiebung. Die Praxis des Rhythmus ist die Akzeptanz der Zyklen. Wenn du in einer Phase der Kontraktion bist, wenn nichts vorwärts geht, erinnere dich, das ist der Rhythmus. Das ist normal. Das ist notwendig. Nutze diese Phase, um zu ruhen, zu reflektieren, zu regenerieren. Lies Bücher, die dich inspirieren. Schreibe Tagebuch. Meditiere. Verbringe Zeit in der Natur. Tu Dinge, die dich nähren, nicht Dinge, die dich erschöpfen. Und vertraue darauf, dass der Rhythmus sich drehen wird. Dass bald die Phase der Expansion kommt. Dass bald wieder Bewegung entsteht. Doch während du wartest, bleibe im Zentrum. Lass die äußeren Umstände schwingen, doch halte dein inneres Zentrum stabil. Wie? Durch Meditation, durch die Praxis, dich selbst zu beobachten, ohne dich zu identifizieren. Sitze jeden Tag 10 Minuten still. Beobachte deine Gedanken, deine Emotionen, deine Empfindungen, doch identifiziere dich nicht mit ihnen. Sage nicht, ich bin ängstlich. Sage da ist Angst. Sage nicht, ich bin traurig. Sage, da ist Traurigkeit. Diese kleine Verschiebung in der Sprache schafft Distanz. Sie bringt dich ins Zentrum, ins beobachtende Bewusstsein, das nicht mit dem Pendel schwingt. Das ist die höchste Praxis des Rhythmus. Die Praxis von Ursache und Wirkung ist die bewusste Setzung von Ursachen. Jeden Tag fragst du dich, welche Ursachen setze ich heute? Welche Samen pflanze ich? Denn du weißt, jede Ursache wird eine Wirkung haben. Nicht sofort, nicht immer sichtbar, aber sicher. Wenn du heute freundlich bist, setzt du eine Ursache für zukünftige Freundlichkeit. Wenn du heute großzügig bist, setzt du eine Ursache für zukünftige Großzügigkeit. Wenn du heute ehrlich bist, setzt du eine Ursache für zukünftiges Vertrauen. Doch auch das Gegenteil ist wahr. Wenn du heute lügst, setzt du eine Ursache für zukünftiges Misstrauen. Wenn du heute geizig bist, setzt du eine Ursache für zukünftigen Mangel. Wenn du heute verletzend bist, setzt du eine Ursache für zukünftigen Schmerz. Das ist nicht moralisch gemeint. Es ist einfach das Gesetz. Ursache und Wirkung. Was du säst, wirst du ernten. Deshalb wähle bewusst, was du säst. Nicht aus Angst vor Bestrafung, sondern aus Weisheit, aus dem Verständnis, dass du selbst die Ursache deiner zukünftigen Erfahrungen setzt.
Das gibt dir Macht, nicht Macht über andere, sondern Macht über dein eigenes Leben. Die Praxis des Geschlechts ist die Integration beider Prinzipien. Frage dich, bin ich zu sehr im männlichen Prinzip? Zu viel Aktion, zu wenig Ruhe, zu viel geben, zu wenig empfangen, zu viel außen, zu wenig innen. Wenn ja, dann kultiviere bewusst das weibliche Prinzip. Nimm dir Zeit zum Nichtstun. Erlaube dir zu empfangen, ohne etwas zurückgeben zu müssen. Höre zu, ohne zu antworten. Fühle, ohne zu analysieren. Sei, ohne zu tun. Oder bist du zu sehr im weiblichen Prinzip? Zu viel Passivität, zu wenig Initiative, zu viel empfangen, zu wenig geben, zu viel innen, zu wenig außen. Wenn ja, dann kultiviere bewusst das männliche Prinzip. Setze dir Ziele und gehe sie an. Triff Entscheidungen. Handel, auch wenn es unbequem ist. Gib, ohne auf Gegenleistung zu warten. Das Ziel ist Balance, nicht 50:50, denn das ist statisch, sondern ein dynamischer Tanz zwischen beiden, manchmal mehr männlich, manchmal mehr weiblich, je nachdem, was die Situation erfordert. Diese 7 Praktiken, eine für jedes Prinzip, sind einfach und doch tiefgreifend. Wenn du sie täglich anwendest, wirst du dich transformieren. Nicht über Nacht, sondern stetig, sicher, nachhaltig. Doch nun wollen wir tiefer eintauchen in die Verbindung zwischen den hermetischen Prinzipien und der modernen Psychologie, insbesondere Carl Gustav Jung. Jung war fasziniert von der Alchemie, er verbrachte Jahre damit, alchemistische Texte zu studieren, zu übersetzen, zu interpretieren, und er erkannte: Die Alchemie ist keine primitive Chemie, sie ist eine symbolische Darstellung des Individuationsprozesses, des Weges zur Ganzwerdung. Die 7 hermetischen Prinzipien finden sich in Jungs Werk wieder, manchmal direkt, manchmal indirekt. Das Prinzip des Mentalismus entspricht Jungs Konzept des kollektiven Unbewussten. Jung lehrte, dass es eine tiefere Schicht der Psyche gibt, die nicht persönlich ist, sondern eine Schicht, in der alle Menschen verbunden sind, in der archetypische Muster existieren, die überall und zu allen Zeiten wirken. Dieses kollektive Unbewusste ist mental, ist Geist, ist Bewusstsein. Es ist das, was die Hermetiker das All nannten, den universellen Geist, aus dem alles entsteht. Das Prinzip der Entsprechung ist zentral in Jungs Arbeit. Er lehrte, dass die äußere Welt die innere Welt spiegelt. Er nannte das Projektion. Du projizierst deine unbewussten Inhalte auf die Außenwelt. Du siehst im anderen, was du in dir selbst nicht sehen willst. Wenn du jemanden abgrundtief hast, ist das oft eine Projektion deines eigenen Schattens. Wenn du jemanden idealisierst, ist das oft eine Projektion deiner eigenen ungelebten Möglichkeiten. Die Arbeit besteht darin, diese Projektionen zurückzunehmen, zu erkennen: Das, was ich da draußen sehe, ist eigentlich in mir. Und wenn ich es in mir anerkenne, integriere, heile, dann verschwindet die Projektion. Dann sehe ich die Welt klarer, realer, wahrhaftiger. Das Prinzip der Schwingung findet sich in Jungs Konzept der psychischen Energie, der Liebe. Jung erkannte, dass psychische Energie nicht statisch ist, sondern fließt, sich bewegt, schwingt. Wenn diese Energie blockiert ist, entstehen Symptome, Neurosen, Leiden. Wenn sie fließt, entsteht Gesundheit, Vitalität, Ganzheit. Die therapeutische Arbeit besteht darin, die Blockaden zu lösen, die Energie wieder zum Fließen zu bringen. Das geschieht durch Bewusstmachung, durch Integration des Schattens, durch Dialog mit dem Unbewussten. Das Prinzip der Polarität ist fundamental in Jungs Psychologie. Er lehrte, dass die Psyche aus Gegensätzen besteht: Bewusstsein und Unbewusstes, Persona und Schatten, Animus und Anima, Gut und Böse. Diese Gegensätze sind nicht zu eliminieren, sondern zu integrieren. Das Ziel ist nicht, das Böse zu zerstören, sondern es zu transformieren. Nicht den Schatten zu leugnen, sondern ihn zu umarmen.
Nur in der Integration der Gegensätze entsteht Ganzheit. Jung nannte das die Conjunctio Oppositorum, die Vereinigung der Gegensätze. Und das ist genau das, was das Prinzip der Polarität lehrt. Das Prinzip des Rhythmus entspricht Jungs Verständnis der Lebensphasen und der psychischen Zyklen. Jung erkannte, dass das Leben nicht linear verläuft, sondern zyklisch. Es gibt Zeiten der Extraversion und Zeiten der Introversion, Zeiten der Aktivität und Zeiten der Kontemplation, des Aufstiegs und Zeiten der Krise. Besonders die Lebensmitte, die Midlife Crisis, ist ein solcher Rhythmus. Ein Wendepunkt, an dem das Pendel umschwingt, an dem das, was in der ersten Lebenshälfte wichtig war, unwichtig, und das, was vernachlässigt wurde, plötzlich nach Aufmerksamkeit ruft. Das Prinzip von Ursache und Wirkung findet sich in Jungs Konzept der Synchronizität. Jung lehrte, dass es eine akausale Verbindung gibt zwischen inneren Zuständen und äußeren Ereignissen, dass nicht alles auf lineare Kausalität reduziert werden kann, dass es eine tiefere Ordnung gibt, eine sinnvolle Koinzidenz, die über Ursache und Wirkung hinausgeht. Doch gleichzeitig anerkannte Jung, dass unsere Handlungen Konsequenzen, dass wir durch unsere Entscheidungen unser Schicksal mitformen, dass wir nicht Opfer sind, sondern Mitschöpfer. Das Prinzip des Geschlechts ist zentral in Jungs Konzept von Animus und Anima. Jung lehrte, dass jeder Mann eine weibliche Seite hat, die Anima, und jede Frau eine männliche Seite, den Animus. Diese inneren Gegenpole sind nicht zu unterdrücken, sondern zu integrieren. Ein Mann, der seine Anima integriert, wird ganzer, mitfühlender, intuitiver. Eine Frau, die ihren Animus integriert, wird ganzer, durchsetzungsfähiger, klarer. Die Integration dieser inneren Geschlechter ist ein wesentlicher Teil des Individuationsprozesses. Jung sah die Alchemie als symbolische Darstellung dieses Prozesses. Die alchemistische Hochzeit, die Vereinigung von König und Königin, von Sonne und Mond, von männlich und weiblich, ist die Integration von Animus und Anima, ist die Geburt des Selbst, des ganzen Menschen. Die 7 hermetischen Prinzipien sind also nicht nur alte Philosophie, sie sind auch moderne Psychologie, sie sind zeitlose Wahrheiten über die Struktur der Realität und die Struktur der Psyche. Doch diese Prinzipien sind nicht nur intellektuell zu verstehen, sie sind zu leben, zu erfahren, zu verkörpern. Das erfordert Übung, Geduld, Hingabe. Doch wenn du dich diesem Weg widmest, wirst du Zeuge einer Transformation von Unwissenheit zu Weisheit, von Fragmentierung zu Ganzheit, von Leiden zu Frieden. Das ist die Verheißung der hermetischen Lehre. Das ist das Gold, das die Alchemisten sucht, nicht das metallische Gold, sondern das Gold der Seele, das unvergängliche Licht, das in dir leuchtet, wenn du die 7 Prinzipien verstehst und lebst. Doch es gibt noch eine tiefere Ebene dieser Lehre, eine Ebene, die selten offen gelehrt wird, die nur den Eingeweihten offenbart wird. Es ist die Erkenntnis, dass die 7 Prinzipien nicht nur Gesetze sind, sondern Stufen. Stufen auf dem Weg der Transformation, Stufen, die nacheinander durchlaufen werden müssen. Die erste Stufe ist Mentalismus. Du erkennst, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Emotionen, ich bin Bewusstsein. Das ist die Grundlage. Ohne diese Erkenntnis bleibst du identifiziert mit der Oberfläche, gefangen in der Illusion. Die zweite Stufe ist Entsprechung. Du erkennst, das Äußere spiegelt das Innere. Ich bin mitverantwortlich für meine Realität. Das ist die Übernahme von Verantwortung. Ohne diese Stufe bleibst du Opfer, bleibst du reaktiv, bleibst du machtlos. Die dritte Stufe ist Schwingung. Du erkennst, ich bin Energie,
Ich kann meine Frequenz ändern. Das ist die Aktivierung deiner schöpferischen Kraft. Ohne diese Stufe bleibst du passiv, bleibst du stecken, bleibst du unveränderbar. Die 4. Stufe ist Polarität. Du erkennst, Gegensätze sind nicht zu bekämpfen, sondern zu integrieren. Das ist die Versöhnung der inneren Konflikte. Ohne diese Stufe bleibst du gespalten, bleibst du im Krieg mit dir selbst, bleibst du unfrei. Die 5. Stufe ist Rhythmus. Du erkennst, alles hat seine Zeit, alles hat seinen Zyklus. Das ist die Akzeptanz der Natur. Ohne diese Stufe kämpfst du gegen das Leben, erschöpfst du dich, verlierst du den Fluss. Die 6. Stufe ist Ursache und Wirkung. Du erkennst, ich bin Ursache, nicht nur Wirkung. Das ist die Meisterschaft über dein Leben. Ohne diese Stufe bleibst du reagierend, bleibst du kontrolliert von außen, bleibst du fremdbestimmt. Die 7. Stufe ist Geschlecht. Du erkennst, ich bin beides, männlich und weiblich, und ich bin ganz. Das ist die Vollendung, die Integration, die erleuchtet. Diese 7 Stufen sind nicht linear. Du durchläufst sie spiralförmig, immer wieder, auf immer tieferen Ebenen. Jedes Mal, wenn du eine Stufe durchläufst, verstehst du sie tiefer, lebst du sie vollständiger, verkörperst du sie klar. Das ist der Weg des Eingeweihten, der Weg der Alchemie, der Weg der Transformation. Und dieser Weg endet nie. Selbst die größten Meister sagen, ich bin noch am Lernen, ich bin noch am Wachsen, ich bin noch am Werden. Denn Vollkommenheit ist nicht ein Zustand, den du erreichst. Vollkommenheit ist ein Prozess, in dem du dich befindest, in ewiger Tanz, ein ewiges Werden, ein ewiges Erblühen. Die 7 hermetischen Prinzipien sind deine Landkarte auf diesem Weg. Sie zeigen dir, wo du bist, wohin du gehst, wie du dorthin kommst. Doch du musst den Weg selbst gehen. Niemand kann ihn für dich gehen. Niemand kann dir die Erfahrung abnehmen. Du musst selbst durch das Feuer gehen, durch das Wasser, durch die Luft, durch die Erde. Du musst selbst die Dunkelheit durchqueren, um das Licht zu finden. Du musst selbst sterben, um neugeboren zu werden. Das ist der Preis der Einweihung. Das ist der Preis der Wahrheit. Das ist der Preis der Freiheit. Doch dieser Preis ist es wert, denn was du gewinnst, ist unbezahlbar. Du gewinnst dich selbst, dein wahres Selbst. Denn nicht das konstruierte Selbst, das die Gesellschaft dir aufgezwungen hat, nicht das falsche Selbst, das du aufgebaut hast, um zu überleben, sondern das authentische Selbst, das immer da war, verborgen unter den Schichten. Dieses Selbst ist weise, ist kraftvoll, ist liebevoll. Dieses Selbst kennt die Wahrheit, lebt in Harmonie, strahlt Licht aus. Dieses Selbst bist du, wenn du die 7 Prinzipien lebst. Die alten Ägypter hatten einen Satz, der über dem Eingang zum Tempel von Delphi stand: Erkenne dich selbst. Das ist die Essenz aller Weisheit. Erkenne dich selbst. Nicht durch intellektuelles Studium, sondern durch gelebte Erfahrung. Nicht durch Bücher allein, sondern durch Praxis. Nicht durch Theorie, sondern durch Transformation. Die 7 hermetischen Prinzipien sind Werkzeuge für diese Selbsterkenntnis. Nutze sie, übe sie, lebe sie. Und du wirst erkennen, wer du wirklich bist. Es gibt eine alte Geschichte aus den Mysterien. Ein Schüler kam zu seinem Meister und sagte: Meister, ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe alle Lehren studiert. Ich kenne die 7 Prinzipien. Wann werde ich erleuchtet sein? Der Meister lächelte und sagte: Du kennst die Prinzipien mit deinem Kopf. Doch kennst du sie mit deinem Herzen? Kennst du sie mit deinem Körper? Kennst du sie mit deinem Leben? Der Schüler schwieg. Der Meister fuhr fort: Wissen ist nicht Weisheit. Theorie ist nicht Praxis. Verstehen ist nicht Sein.
Du musst die Prinzipien nicht nur kennen, du musst sie werden. Diese Geschichte enthält die Essenz der hermetischen Lehre. Es geht nicht um intellektuelles Wissen. Es geht um Verkörperung, um Integration, um Transformation. Du musst die Prinzipien nicht nur verstehen, du musst sie leben. Tag für Tag, Moment für Moment, Atemzug für Atemzug. Das ist der Weg. Und dieser Weg ist gleichzeitig das Ziel. Denn du bist bereits das, was du suchst. Du musst es nur erkennen, freilegen, zum Leuchten bringen. Die 7 hermetischen Prinzipien sind nicht außerhalb von dir. Sie sind in dir. Sie sind du. Du bist Geist, manifestiert in Form. Du bist das Gesetz der Entsprechung, das Spiegel spielt. Du bist Schwingung, in ständiger Bewegung. Du bist Polarität, ein Tanz der Gegensätze. Du bist Rhythmus, ein ewiger Fluss. Du bist Ursache und Wirkung, Schöpfer deiner Realität. Du bist Geschlecht, beide Prinzipien in Harmonie. Wenn du das erkennst, wenn du das fühlst, wenn du das lebst, dann bist du eingeweiht, dann bist du erwacht, dann bist du frei. Das ist die Verheißung des Kybalion. Das ist das Versprechen der hermetischen Lehre. Das ist die Wahrheit, die dich befreit. Doch diese Wahrheit, du dich befreit. Doch diese Wahrheit muss erfahren werden, nicht nur geglaubt. Sie muss gelebt werden, nicht nur studiert. Sie muss verkörpert werden, nicht nur verstanden. Deshalb lade ich dich ein. Nimm diese 7 Prinzipien, nimm die 7 Praktiken und beginne heute. Nicht morgen, nicht wenn du mehr Zeit hast, nicht wenn du dich bereit fühlst, sondern jetzt, in diesem Moment, mit diesem Atemzug. Wähle ein Prinzip, vielleicht das, das dich am meisten anspricht, vielleicht das, das dir am meisten fehlt, und praktiziere es. Jeden Tag, 30 Tage lang, und beobachte, was geschieht. Beobachte, wie sich dein Denken ändert, wie sich dein Fühlen ändert, wie sich dein Handeln ändert, wie sich dein Leben ändert. Das ist der Beweis. Nicht die Theorie, sondern die Erfahrung. Nicht das Buch, sondern das Leben. Nicht das Wissen, sondern die Transformation. Wenn du diese Transformation erlebst, dann weißt du, die hermetischen Prinzipien sind wahr, nicht weil jemand es gesagt hat, sondern weil du es erlebt hast. Und dann wirst du zum Zeugnis, dann wirst du zum Licht, dann inspirierst du andere, nicht durch Worte, sondern durch dein Sein. Das ist die höchste Lehre, das ist der größte Beitrag, nicht die Welt zu verändern, sondern dich selbst zu transformieren. Denn wenn du dich transformierst, transformierst du auch die Welt. Nicht direkt, nicht spektakulär, aber real. Durch deine Ausstrahlung, durch deine Präsenz, durch dein Beispiel. Die Menschen um dich herum werden es spüren. Sie werden nicht unbedingt verstehen, warum, doch sie werden fühlen. Bei dieser Person ist etwas anders. Bei dieser Person ist Ruhe. Bei dieser Person ist Klarheit. Bei dieser Person ist Licht. Und manche werden fragen, was ist dein Geheimnis? Und dann kannst du ihnen von den 7 Prinzipien erzählen. Du kannst ihnen den Weg zeigen. Du kannst ihnen die Werkzeuge geben. Doch du kannst ihnen nicht die Arbeit abnehmen. Das muss jeder selbst tun. Das ist das Gesetz. Das ist der Weg. Das ist die Einwahl. Die hermetische Tradition lehrt: Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Vielleicht bist du jetzt bereit. Vielleicht haben diese Worte dich erreicht, weil es Zeit ist. Zeit, den Weg zu gehen. Zeit, die Prinzipien zu leben. Zeit, zu erwachen. Die Entscheidung liegt bei dir. Niemand kann sie dir abnehmen. Niemand kann dich zwingen. Niemand kann dir garantieren, was geschehen wird. Doch ich kann dir sagen, wenn du diesen Weg gehst, wenn du diese Prinzipien lebst, wirst du nicht derselbe Mensch bleiben.
Du wirst transformiert werden. Du wirst erwachen, du wirst frei werden. Das ist das Versprechen der Hermetik. Das ist die Macht der 7 Prinzipien. Das ist dein Geburtsrecht als Mensch. Nutze es, lebe es, sei es. Die 7 Prinzipien warten nicht, sie sind bereits da. In jedem Atemzug, in jedem Herzschlag, in jedem Moment öffne dich für sie, empfange sie, verkörpere sie, und du wirst sehen. Das Gold, das die Alchemisten suchten, ist nicht weit. Es ist nicht in der Ferne. Es ist nicht in einem anderen Leben. Es ist hier, jetzt, entwertet, nur darauf entdeckt zu werden. Die 7 hermetischen Prinzipien sind der Schlüssel. Öffne die Tür, trete ein und werde zu dem, was du immer warst. Ein Meisterwerk des Universums. Ein lebendiges Wunder. Ein Kind der Sterne. Wenn dir diese Reise durch die 7 hermetischen Prinzipien neue Einsichten geschenkt hat, wenn du spürst, dass diese uralten Wahrheiten auch heute noch lebendig und wirksam sind, dann lade ich dich ein. Besuche den Kanal Herzensweg, Hörbuchwelt. Dort findest du weitere Hörbücher über zeitlose Weisheit, spirituelle Transformation und den Weg zur Selbsterkenntnis. Die 7 Prinzipien sind immer bei dir. Sie durchdringen alles. Sie erklären alles. Sie ermöglichen alles. Lerne sie. Lebe sie. Und du wirst zum Eingeweihten. Nicht durch eine äußere Zeremonie, sondern durch innere Transformation. Das ist der wahre Weg. Das ist die wahre Einweihung. Das ist die wahre Freiheit. Gehe diesen Weg. Mit Mut. Mit Vertrauen. Mit Liebe. Die 7 Prinzipien gehen mit dir. Für immer.